Letztes Jahr, ne? Da war das noch ein Geheimtipp. Da wurde hier durch die Hallen gemunkelt. Habt ihr schon die China-Autos gesehen? Mit Waschmaschine, Mikrowelle, so viel Solar auf dem Dach, dass ihr euch mit tot werfen könnt und einer fetten Batterieleistung. Und dieses Jahr, ne, da sind die kein Geheimtipp mehr, sondern dieses Jahr, da sind die das Highlight der Messe. Du musst dir mittlerweile zumindest hinten bei der EU-Version eine Wartemarke holen, um hier auch ins Fahrzeug rein zu können. Und deswegen sind wir gestern Abend schon hierher gekommen und haben mal gefragt, ob wir so eine kleine exklusive Vorstellung der Autos bekommen. Und wir kriegen sie. Gleich geht's los. Aber warte mal, bevor wir jetzt weitermachen, will ich euch doch noch mal ganz kurz sagen, warum mich dieses Fahrzeug so begeistert. Ja klar, das ist ein Alkoven und jetzt kann man ja über die Fahrzeugklasse sagen, was man will. Und zugegeben hat es ja seine Klischees, also Rentnerfahrzeug oder Familienmobil. Und bevor ich das Fahrzeug hier gesehen habe, da war ich auch von diesen Joghurtbechern nicht so begeistert. Aber wie immer hat das ja auch viel mit Design zu tun. Und wenn ich könnte und das Fahrzeug meins wäre, dann würde ich da erstmal ein paar richtige fette Schlappen raufziehen. Denn selbst wenn das Fahrzeug nur einen Heckantrieb hat, tun ja dicke Reifen in so einem Auto schon optisch zumindest ganz gut. Und ihr wisst ja, ich bin ein Fan von der Farbe Grün, gerade beim Campervan. Also aus meiner Sicht nicht nur schicker, sondern weil man so natürlich auch ein bisschen unauffälliger in der Natur unterwegs ist. Und ihr wisst schon, was ich damit meine. Man könnte übrigens meinen, dass Daddle ja hier mein letztes Video gesehen hat. Mit diesem kleinen Tipp. Aber das nur so am Rande. Aber das ist gar nicht der Punkt, der mich bei diesem Fahrzeug so begeistert, sondern vor allem die Länge. Das Fahrzeug hat eine Gesamtlänge von unter 6 Meter. Und ist dennoch für 6 Personen. Unter 6 Meter für 6 Personen, wie soll das denn gehen? Wenn man mal auf den Grundriss schaut, dann sieht man doch ziemlich schnell, dass es eng werden kann. Aber der Clou ist, durch einen Seiten- und einen Heckauszug, also ein Slideout, gibt sich im Inneren dieses knapp 6 Meter langen Fahrzeugs ein echtes Raumwunder. Mit einem Doppelbett im Alkoven von 2,18 Meter mal 1,50 Meter. Im seitlichen Auszug von 1,87 Meter mal 94,5 Meter und im hinteren Doppelbett von 2,18 Meter mal 1,20 Meter. Und dieses Fahrzeug hat damit nicht nur 6 Sitzplätze, sondern auch Schlafplätze. Die Basis für dieses Fahrzeug ist der Iveco New Daily mit der 3-Liter-Maschine und dem 4-Zylinder-Dieselmotor mit 176 PS. Beim Gesamtgewicht versucht man auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,25 Tonnen zu kommen, um natürlich auch für die Zukunft gewappnet zu sein und in diese B-Führerscheinklasse reinzurutschen. Ja, wie die mögliche Zuladung dann in Zukunft aussieht, das wird noch spannend, gerade bei so einem Fahrzeug, was so viel Stauraum hat und für 6 Leute ausgelegt sein soll. Es ist aber auch echt unfassbar, wie viel Technik in diesem Auto verbaut ist. Angefangen mit einem Stromsystem auf 48 Volt. Für das Laden und Umwandeln sorgt ein 2000 Watt All-in-One Wechselrichter von TBB. Es wurde eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 800 Ampere verbaut und auf dem Dach da ist eine Solarfläche von ab 700 Watt bis 1350 Watt. Alles lässt sich dann mit dem intelligenten Kontrollsystem DTU ebenfalls von TBB kontrollieren und auch steuern. Bei dem Fahrzeug wurde ein 150 Liter Frischwasser, ein 150 Liter Grauwasser und ein 68 Liter Schwarzwassertank verbaut. Um unterwegs nicht nur das Fahrzeug, sondern auch das Wasser zu erhitzen, ist eine Truma Kombi 6E verbaut. Das erwärmt übrigens auch den Fußboden, denn da ist auch nochmal eine Fußbodenheizung verbaut. Und um wirklich autark unterwegs sein zu können, fährt dieses Fahrzeug noch mit seinem eigenen kleinen 3 Kilo Waschtrockner durch die Gegend und ermöglicht damit das Wäschewaschen von unterwegs. Da es in China alle Extreme bei den Klimazonen gibt, hat das Fahrzeug natürlich auch eine flüsterleise Klimaanlage von Mitsubishi verbaut. Und sollte einem mal auf der Fahrt zu kalt sein, dann kann man ja über den Smart TV immer noch die Videos aus Sansibar von Richtung Himmelblau schauen. Ein weiteres Highlight bei diesem Konzept ist übrigens der Umgang mit dem Badezimmer. Chinesen möchten unterwegs sich so fühlen wie zu Hause. Deshalb ist hier auch eine Keramiktoilette verbaut. Eine Tredford Yacht Keramik Crush Toilette. Mit einem smarten Toilettensitz von Panasonic. Also das heißt dann vorgeheizte Klobrille mit Popo Wellness. Grundsätzlich kann man sich ja nie sicher sein, welche Wasserqualität man sich in sein Auto tankt. Und umso beeindruckender finde ich es, dass in diesem Fahrzeug hier eine echte Osmose-Wasserfilteranlage verbaut wurde. Chinesen haben ja eine besondere Küche. Intensiv und mit vielen Aromen. Deshalb
Deshalb kochen die Chinesen auch lieber vor dem Wohnmobil. Und sollte es mal schlechtes Wetter sein, gibt es natürlich auch reichlich Möglichkeiten, seine Kochkunst im Inneren zu zeigen. Ob mit dem Mikrowellenofen oder den Möglichkeiten des mobilen Kochens. Denn ihr wisst ja, hier an Bord ist ein richtig fettes Stromsystem verbaut. Und so kann ich natürlich auch mobil mit meiner kleinen Kochplatte überall im Auto kochen. Ja, ob man es mag oder nicht, das Fahrerhaus ist mit Holz verkleidet und ja, ist sicherlich Geschmackssache, aber soll so auch schon das Fahrerhaus ein wenig gemütlicher machen. Außerdem verfügt das Fahrzeug über ein 6-Kamera-Überwachungssystem und einen Toten-Winkelassistent. Eine Außenmarkise mit Beleuchtung von Fiamma, elektrische Parkstützen für einen sicheren Stand und eine Heckgarage, die für ein Fahrzeug unter 6 Meter schon echt beachtlich ist. Natürlich kann man sich auch mit der Außendusche draußen abduschen und dann ganz bequem über die ausfahrbare Trittstufe das Fahrzeug betreten. Ja, was soll ich sagen, Leute? Die Zukunft der Wohnmobile kommt aus China. Ja, moin vom Caravansalon. Ich freue mich, der Alex ist mittlerweile da. Hi. Und der will uns ein bisschen das Fahrzeug vorstellen. Ich war im letzten Jahr schon da und habe das Fahrzeug gezeigt. Und das Fahrzeug ist zumindest, was die Videoklickzahlen anging, durch die Decke gegangen. Letztes Jahr wart ihr noch ein kleiner Geheimtipp. Ja, Dieses Jahr seid ihr das Highlight der Messe und wenn normaler Messebesuch ist, dann ist der Stand hier wahnsinnig voll. Deswegen freue ich mich, dass du dir Zeit genommen hast, vielen Dank. uns jetzt im Vorfeld mal dieses Fahrzeug zu präsentieren. Ja, es freut mich auch, weil letztes Jahr sind erstmal die Dado-Reisemobile in Deutschland, Caravansalon Düsseldorf hier gefahren. Ne? Ja, Wahnsinn. Und letztes Jahr war alles in chinesisch Chassis und chinesisch Angebot steht. Aber dieses Jahr trotzdem chinesisch Chassis, weil die muss hier fahren, vorher melden, aber die kann ab die Messe schon bestellen. Deswegen ist es irgendwo ein bisschen vorstehen. Ich hab die Videos gesehen, das war so spannend. In der Tat, die Reise von China nach Deutschland, übers Nordkap und so weiter und so fort und ja durch alle Klimazonen. Genau. Da waren ja sogar Klimazonen bis minus 40 Grad bei, ne? Also Ja. dieses Fahrzeug hat eigentlich alles durchgemacht und vor allen Dingen, Ja. die Kollegen sind 1000 Kilometer am Tag mindestens gefahren, oder? Minimum. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und dann stehen die Fahrzeuge hier, als wenn sie niegelnagelneu wären. Und das ist ja schon Viel mal geputzt. Ja, genau. Und Mit, das ist ja mit schon mal deutscher super. Putzmittel. Funktioniert sehr gut. Ja, super, genau. Ja. Mir gefällt dieses Fahrzeug extrem gut aufgrund der Länge. Ja. Magst du noch mal ganz kurz was zu dem Gewichts- und diesem, der Längenthematik in China sagen, wie das mit dieser Zulassung und den Führerscheinklassen ist? Ja, also schauen Sie mal die Ganzstand. Wir haben 3 Fahrzeuge von China hier gefahren, die Speziallänge bis 6 Meter. Ja. Weil in China gibt es eine Regel, dass nur mit bis 6 Meter mit normalem Führerschein führen dürfen. Das heißt, alle chinesischen Reisemobil, die muss bis 6 Meter sein, dass die normale Führerschein können. Ja. Deswegen, wir müssen versuchen mal immer Slide-Out mehr Raum haben oder alles autark sein, weil es gibt nicht zu viel Campingplatz in China. Deswegen muss großer Wassertank, viel Lithium-Batterie und viel Energie darauf. Zum Beispiel die alle Autos von China hier gefahren, 13.000 Kilometer, hat niemals 230 Voltage einschlossen, Ja. weil die hatte 48 Voltage Energiesystem, dass die immer von den Motoren Strom ziehen kann, das immer unterwegs aufladen. Und die alle Fahrzeuge sind die Klima an und alles beläuft sehr gut, Elektronik-Sachen, aber ohne Campingplatz 230 Volt anschließen. Ist eigentlich der Traum jedes Campers, autark zu sein, nicht unbedingt jeden Tag Wasser zu brauchen, Abwasser zu brauchen oder halt Strom, weil das ganze Dach ist voll mit Solar. Genau. Und ihr habt wie groß ist die Batterieleistung hier an Bord? Die hat 800 Ampere, Ja. aber 48 Voltage System, Okay. das ist nicht der 12 Voltage. Es ist durch die Medien gegangen, dass ihr extra eine EU-Version jetzt hier rausgebracht habt. Ist dieses Fahrzeug theoretisch auch hier auf dem Markt erhältlich? Die alle 3 Kürzer und die andere Carbonik ist speziell für EU gemacht. Nur die Chassis aktuell ist nur für China-Version verfügbar. Aber wir werden auf die Messe ab sofort bestellen können, weil wir liefern die Cabin mit New Delhi Iveco Chassis gerechnet. Ja. Das heißt, der Kunde kann bestellen, dieser Fahrzeug jetzt sofort mit Lieferzeit, wie viel kostet Anzahlung, funktioniert sofort. Ja. Aber nur die Chassis ist die europäische Iveco New Delhi Chassis. Und die Lieferung und Service und so weiter geht über La Marca? Genau, wir sind Importeur. Ja, okay. Ja. Für Deutschland, EU, ja. Ja.
Bei diesen Autos, also das ist ja jetzt ein etwas anderes Konzept. Ja. Die Küche ist ein bisschen anders gestaltet. Ja. Ich weiß, dass unter dem letzten Video immer der Kritikpunkt war, ja, ist ja keine richtige Küchenzeile, ist kein richtiger Camper. Ich sage die ganze Zeit, aber da ist ja so viel Batterie an Bord, dass man ja alle mobilen Platten anschließen kann, mit Strom kochen kann, Genau. überall kochen kann, wo man will. Also man ist gar nicht Genau. auf diese Küchenzeile angewiesen. Ne? Ja, für die Kuchen muss ich sagen, das chinesische Kuchensystem ist extra spezial und kompliziert, wie soll ich sagen. Ja. Wir machen dir draußen Kuchen, weil wir machen immer so viel Gewürz und so viel Öl. Ja, okay. Das heißt, wenn da drinnen kochen einmalig Spaghetti, dann musst du monatelang Spaghetti riechen. Ja, ja, Das ist okay. speziell stark. Ja. Das heißt, der Chinesisch wird immer gerne draußen kochen und da drinnen ruhig lassen. Ne? Das heißt, dieses Fahrzeug ist mehr oder minder für den chinesischen Markt konzipiert? Das ist direkt zum Verkauf in China, sofort verfügbar. Okay. Das heißt, wenn du nach China irgendwo reisen oder Vermietungen das geht, Ja. dass du direkt kaufen dürfen, sofort. Und wie groß ist der chinesische Campermarkt? Also wie viel Also Chinesen sind jetzt sozusagen schon im Camperfieber? ja, ich habe schon die CIVD-Statistik-Report gelesen von letztes Jahr. Also China hat insgesamt ca. 15.000 Neuzulassungen für die Fahrzeug, Ja. Reisemobilfahrzeug. Das ist eigentlich zu weniger verglichen mit so viel großer Land und so viele Leute dabei. Ja. Aber er wächst schon unterwegs. Eigentlich ja auch schon wieder ein Traum für jeden, der, ich nehme mal an, kann auch autark dann unterwegs sein und überall übernachten. Ne? Und das ist natürlich auch theoretisch so ein riesentolles Land mit so vielen Möglichkeiten. Ja. Ist ein bisschen schade, dass es für uns jetzt nicht möglich ist, einen Camper zu mieten oder theoretisch in China zu reisen, so frei, oder? Also in China Autovermietung oder Reisemobilvermietung für Ausland ist, also ehrlich zu sagen, unfreundlich. Ja. Irgendwie Dokument und Prozess nicht funktioniert. Ja, Das okay. heißt, müssen wir speziell ein Projekt machen, dass jemand Garantie Zwischenzeit. Ich kenne nur ein oder zwei Deutsche schon in China erfolgreich eine Reisemobil gemietet hat. Okay. Aber die hat Spezialprozess und Dokument bekommen. Ja. Normalerweise für normale Reisen das geht leider nicht. Da so kann man nur hoffen, dass sich das irgendwann mal wandelt, dass man halt auch die Möglichkeit bekommt, in China mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, weil es ist natürlich ein unfassbar tolles, großes Land mit so vielen unterschiedlichen Naturszenarien, Möglichkeiten, toller Kultur. Ja, ja. Vielleicht wandelt sich das nochmal. Lass uns zurück zum Auto kommen. Du hast gesagt, europäischer Markt, das heißt Chassis und so weiter ist dann aus Europa Genau. rüber nach China gebracht worden, in China dann ausgebaut und jetzt hier theoretisch wieder dann... Also nicht unbedingt, weil es braucht extra Kost, dass Ja. die Chassis nur hin und her laufen. Okay. Wir werden ideal sein, dass die Chassis hier bleiben und die Body, Cabin in China hier geliefert. Ja, okay. Und die macht Plug and Play Ja, in super. Deutschland. Das ist auch unbedingt nicht Deutschland, muss ich sagen. Ja. Dann viel einfacher und kostverfügbar ist. Riesengroßes Thema, letztes Mal. Ich konnte letztes Mal bei dem letzten Video noch nicht über den Preis reden, weil das war noch nicht so ganz klar. Man hat den Preis, euer größter Absatzmarkt ist Australien, kann das sein? Oder was? Ja. Ja, ich weiß es. Ja, wir haben dieses Jahr den Preis ganz gut gerechnet, Ja. aber trotzdem ein bisschen teuer, glaube ich, für die europäischen Kunden. Genau, das ist Aber halt das ja ist so ein bisschen. tatsächlich- Letztes Jahr dachte man noch, oha, also jetzt wird es aber richtig haarig. Da sind noch so Preise zwischen 80 und 100.000 Euro Also- kommuniziert worden. Ob das dann so war, weiß ich nicht. Ja, Aber ja. offiziell sollte man noch nicht über die Preise sprechen. Ja, nee, ich muss kurz erklären, das ist ganz Ja. wichtig für alle Zuschauer. Ja. Der Preis letztes Jahr auf der Stand Dado, die hat mit Kollegen mitgeteilt, das ist ca. 80.000 bis 10.000, das ist nur China-Verkaufpreis Ja, mit China-Currency, Geld. ja. Und muss dann Steuer bezahlen, Lieferkost und alle Margin darauf, Service Garantie gerechnet werden. Ja. Das heißt zum Beispiel diese mit Slide-Out 6 Meter Modell, die kostet hier brutto an 150.000. Ja. Das ist abhängig wie Vollausstattung oder was ist genau die technische Sachen angegeben. Und was ja letztes Mal zumindest kommuniziert war, die Schwierigkeit ist natürlich auch, wenn ich mir ein chinesisches Auto kaufe, brauche ich ja trotzdem hier den Service. Ich brauche hier trotzdem mal eine Werkstatt, die das Auto Genau. handhaben kann. Ich Genau. brauche jemanden, der sich auch um mich kümmert. Ich brauche möglichst auch jemanden für die meisten, der Deutsch sprechen kann und sich Ja. dann halt auch
um alles, was halt auch nach dem Kauf dann anfallen kann, kümmern Ja. kann. Und das ist natürlich auch ein Ding, das muss man ja auch einrechnen. Ne? Ja. Und dann, ich weiß nicht, wie viel verändert werden muss zum chinesischen Markt, zum europäischen oder zum deutschen Markt. Wie sieht das Viel. mit ja, wahrscheinlich viel. mit Abgasnormen, mit Ja. TÜV und so weiter und so fort? Genau. Ja, okay. Also deutsche Autobranche ist extra schwer oder muss sagen Standard auf der Welt Ja. für die Qualität und Service. Ja, okay. Gleich wie Japan. Und China-Produkte hergekommen, die erste Anforderung, also Challenger, ist unbedingt der Service. Der Kunden will unbedingt kaufen, nur wenn du eine Station Service und Garantie wie europäische Standard gibst. Ja. Das heißt, wir haben vergangenen 12 Monate dafür bearbeitet, dass ein Importeur wie La Marca hier, dass die zwischen China und Europa setzen, dass wir Importeurservice, Homologation und der Zertifikat, Garantie alles laufen kann. Das muss jemand zwischenstehen, das funktioniert. Ja, ja, das ist klar. Ja. Das ist nachvollziehbar. Preis haben wir kurz gesagt, also beginnt hier ab 149.000 Euro mit den beiden Slideouts, was ja schon mal großartig ist. Genau. Darf ich nur mal, kannst du gerne sagen, dass das nicht geht, aber ich habe auf keinem Video gesehen, dass der Slideout mal ein- oder ausgefahren ist. Geht das hier bei der Messe? Kann man das mal zeigen? Momentan nicht so gut, weil, Ja, okay. Entschuldigung, weil die alles stehen zum Zeigen. Ja. Also bisschen schwer. Nee, das verstehe ich, aber wenn die Messe fertig, wenn keine Kunden dabei in der Nacht oder bevor das geschlossen hat, können wir ganz kurz zeigen. Ja, okay, Jetzt super. ist es ein bisschen kompliziert, Entschuldigung. Nee, alles klar, kann ich verstehen. Habe ich, wie Ja. gesagt, auch noch auf keinem Video gesehen. Ja, ja. Aber das ist ja bei diesem Auto definitiv das Highlight, dass man ein extrem kompaktes kleines Auto hat, was man super in der Stadt handeln kann. Und wenn man reingeht, dann denkt man, oha, was ist das für ein Riesenraum? Und das ist auch ein gutes Stichwort. Lass uns mal einmal reingehen. Ja, bitte. Und sag mal ein bisschen was zu dem Auto. Das ist nicht das gleiche Dekor wie letztes Jahr. Ihr seid jetzt mit einem anderen Auto hier. Ja, also ich erst mal erklären, was vielleicht wundert Sie dafür, weil dieses Auto ist schon 8 Jahre alt. Oh, 8 Jahre alt. okay. Nur das Auto hier letztes Jahr hier gefahren. Aber es Die hatten- stand die ganze Zeit gepflegt und es ist jeden Ich Tag will immer das nur einer erklären, durch. weil letztes Jahr hier gefahren, dieses gleiche Modell, aber die sind ganz Möbel neu gemacht in China und wieder hier gefahren dieses Jahr. Weil das geht nicht, dass wir jedes Jahr ein neues Auto hier fahren und das kostet noch mehr. Ja. Deswegen ist es lieber alles Ausstattung ganz neu machen, aber die Auto bleibt wie vorher. Okay. Deswegen zuverlässig mit die Chassis und der funktioniert sehr gut auch. Aber, und auch das war dann immer ein Punkt, was unter den Kommentaren stand. Naja, es ist ein Produkt aus China, es ist China-Qualität, Beschläge und so. Das kann ich nicht unterstreichen. Es ist ja, wenn man es aufmacht, sieht es halt aus wie ein Camper, den man hier überall sieht. Ne? Also Naja. von den Einbauteilen Ja. und von den Elementen, die ihr genutzt habt, versucht ihr ja auch viele europäische oder beziehungsweise zumindest Marken einzusetzen, um dem so ein bisschen vorzubeugen. Ne? Also Made in China ist immer billiger sei im Kopf von Deutschland und Noch, Europa. Aber wir sagen auch, was du bekommst, was du zählst. Na, das heißt, du kannst ein iPhone in China kaufen, das die Made in China gehabt, aber Premium-Qualität. Ja. Du kannst auch dir schlechte was Dinge kaufen mit billiger Preis. Aber China gibt es auch die Premium-Reisen, so wie Dedo hier steht. Ja. Die hat ganz gut Bearbeitung, ganz gut Premium-Kundenservice in China mittlerweile. Und dann, wir müssen einfach zeigen, dass China ist auch was an der Starkseite von den Reisemobile gibt. Zum Beispiel Isolierung. Dieses Auto, die alle 4 Stück in China, darf man minus 40 Grad bis plus 50 Grad in Übernachtung dürfen. Ne? Die hat Welcher europäische Hersteller kann das? Und vor allen Dingen, wer hat das mal nachweisen können? Weil wo findet man hier so Temperatur? Es gibt manche, Unterschiede, ne? es gibt manche sogenannte Skandinavier-Modell von Devlevs oder Adria oder aller Hersteller. Ja. Aber wir sind vorbereitet, speziell für die Messe hier, für Skandinavier-Kunden, die halt spezielle Isolierungsanforderungen gibt. Das heißt, das Auto ist hier besonders gedämmt und hat entsprechend dann auch eine ordentliche Heizung. Was ist hier verbaut? Ja, wir haben die RD 3000 Heißbodenwasserheizung, Okay. sowie europäische Premium-Models gibt. Ja, also hier läuft halt durch den Boden überall nochmal Genau. eine Wasserheizung, eine Genau. Fußbodenheizung. Genau. Wir haben auch andere Wärmetauschensystem, das nur für Dedo gibt. Okay. Zum Beispiel beim Fahren.
ne, dass Motoren immer funktioniert und die Wärme von den Motoren und von der Klimaanlage unterwegs, die werden gesamt zusammen, dass die Wassertank beheizt werden. Okay. Das heißt, im Winter oder irgendwo, dass du in der Nacht warm Wasser duschen möchtest, dass du tagsüber fahren, einstellen, zum Beispiel ich brauche 63 Grad Wassertemperatur, einstellen und fahren und wenn die in der Nacht duschen gehen, dann ist es schon ein bisschen warm dabei. Ja. Das ist die Wärmetauschersystem. Okay, Ja, sehr schön. man sieht nicht, dass es so Technology dabei, aber es ist doch. Ich habe das im letzten Video einfach mal aufgezählt. Ich habe es von eurer Internetseite genommen, was hier alles an Technik verbaut ist. Und das ist ja unfassbar. Ja. Es wurde letztes Mal gemunkelt, es gibt halt diesen chinesischen Hersteller, der hat die Waschmaschine verbaut. Und auch das ist ja schon was ganz Besonderes. Die sehen wir hier hinten einmal verbaut. Und es ist nicht nur eine Waschmaschine, sondern ein Waschtrockner. Ich kann waschen und trocknen. Ja, beides. Genau. Und das ist ja schon mal aber lass uns einfach sonst mal einfach im Auto anfangen. Ja. Hinten sozusagen habe ich mein Bett. Weißt du die Maße gerade hier von dem Bett, wenn es ausgezogen ist? Also hier selber ist 60 Grad Ja. und Slide-Out noch 60, wenn man darauf klappen kann. Ja. Slide-Out 60 Zentimeter. Das heißt, theoretisch kann ich auf dem Bett auch schlafen, wenn der Slideout eingefahren ist. Ja, eine Leute. Ah, ja, okay. Ja, aber super. beim Fahren darf man nicht, bitte nicht. Nee, Die Polizei kommt rückmelden. das ist klar, aber wenn ich jetzt in der Theorie, und dieses Auto gibt es ja her, in der Stadt parke, in der Parklücke. Ja, darf man und nicht eine den Platz Erwachsene habe, hier genau, dann Übernachtung. kann ich das trotzdem nutzen. Okay. Na klar. Darunter ist dann, wie gesagt, eure kleine Waschmaschine. Was habe ich hier unter? Ist ein Stromraum. Ja, riesen Stromraum. Okay. Dass die von draußen auch... Ich komme sozusagen von innen auch hinten an den Stauraum ran. Genau, super. Dann, ich gehe selber mal einmal kurz hier hinten hin. Dann habe ich hier klassisch natürlich über dem Bett auch nochmal ein paar Staufächer. Auch sehr schön. Soundsystem einmal komplett hier im GBL. ganzen Auto. Genau. GBL, ja. Das ist berühmt. Verdunklungssystem, großer Spiegel. Legen ja auch viele immer Wert drauf, dass man sich halt auch ganz sieht. Ne? Ja, die Hausfrau mag immer. Genau, so ist es. Ja. Hier habt ihr einen Kühlschrank Ja. mit einem Tiefkühler. Auch Ja, sehr, sehr das groß. ist Set-Food von Europa. Ja, okay. Und wir haben schon über die chinesische Küche gesprochen. Wie ist denn so der Anteil von Tiefkühlkost zu Frischkost? Also wird oft Tiefkühlware gekauft dann? Das ist eine gute Frage. Also es ist abhängig, wie die Kunden benutzt werden. Also das ist normal Kühlfach, dass die bis -18 funktioniert. Ja. Und die Obenteil ist für die normal frisch bleiben. Ja, okay. Für Obst und Gemüse. Ich kann natürlich auch länger autark unterwegs sein, wenn ich mein Gemüse einfriere. Ja. Und dann halt. Es gibt genug Energie unterwegs, dass die Motoren Energie hier rundum aufladen können. Ja. Ja. Kurz zum Wassertank. Was ist hier für ein Wasser- und Abwassertank verbaut? 310. Das ist natürlich Liter. ordentlich. Wie viel verbraucht denn so eine Waschmaschine eigentlich? Gute Frage. Muss meine Frau fragen. Oder? Ja, okay. Ja. Ja, Also was ich sagen möchte für die China-Autos, die mögen immer Massagesitz. Massagesitz. Also die sind nicht optimal oder typisch in China-Produkten, aber die andere China-Reisemobil, die werden gerne immer Massageautos wie Flugzeug. okay. Ja. Das heißt, in der Regel, aber das ist natürlich auch alles immer eine Gewichtsfrage, ne, was dann halt so in so ein Auto reinkommt. Ja. Haben wir schon über das Gewicht gesprochen? Ich glaube noch nicht. Was wiegt dieses Auto jetzt dann so in diesem Zustand? Ja, also dieses Auto Zulassungsstand Gewicht ist 4,5. 4,5 Tonnen. Weil das China die Vicon New Chassis Maximum darf. Okay. Aber europäische aktuell läuft 3,5. Ne, mit normalem Führerschein. Nur so ein Fahrzeug. Aber dieser Fahrzeug ist beim Fahrstand jetzt zu breit, ist 3,8. 3,8. Also dieses Fahrzeug könnte so jetzt in So wie jetzt, das du gesehen hast, Ja. das ist 3,8 Kilo. Tonnen. Ja, okay. 3,8 Tonnen. Ja. Okay. Ja. Und dann je nachdem, wie ich es dann fahren darf mit Führerschein, kann ich dann Aktuell bis 4,5 Tonnen
Nein, in Deutschland ist normaler Führerschein Class B, wie ich gehabt jetzt. Ja. Da darf man nur bis 3,5 Tonnen fahren. Ja. Aber die Caravan-Branche wird ein bisschen entwickelt werden, dass stimmt. die 4,25 Tonnen kommt. Ja. Das kommt irgendwann auf jeden Fall, aber muss man wissen, wann genau. Das heißt, wir haben noch Chance für chinesische Autos bis 4,25 zulässig Anladung verbinden setzen. Okay, das ist unser Ziel. Ihr entwickelt dann weiter und versucht das Fahrzeug noch leichter zu bekommen. Ja, wir gehen Fitnesszimmer, ein bisschen dünner sein. Ja, okay, ja, sehr gut. Genau, und halt auch ein bisschen weniger Tiefkühlware dann im Auto. Ja, sehr schön. Du stehst jetzt hier neben der Toilette und ich weiß ja, dass die Toiletten halt auch immer ein Highlight sind. Es ist jetzt hier... Also Passonic, Toilette-Decke darauf, dass die Pop-Up heißt und Massage haben kann. Ja, das ist unfassbar. Und das ist dann halt auch in Anführungszeichen ein Wasserspülklo. Genau. Ne? Es wird halt auch mit Wasser gespült und es geht dann auch... Gibt es da nochmal einen separaten Schwarzwassertank, also wo die Fäkalien reingehen? Das ist von Passonic zusammen angebaut. Das heißt, dass dieses Modell ist nicht der Original der Mobil Schwarzbox. Aber Diesel kann man Optionen. Das heißt, der Kunde kann selber auswählen, ob die Classic Set oder Kassette Box haben oder die Premium Passonic Toilette haben. Ja. Das kann man auswählen. Und wahrscheinlich sollte man einmal mal auf so einem Klo gesessen haben, weil wenn man einmal auf dem gesessen hat, dann will man das andere gar nicht mehr haben, oder? Na klar, warum nicht? Ja, ich meine, es ist ja theoretisch sogar Massagefunktion in der Kloschüssel mit drin. Also chinesisch, wir wollen immer wie zu Hause sein, echte Zuhause. Ja. Also keine Compromise. Ja. Das ist natürlich, wenn man dann weiß, wie das Netzwerk an Campingplätzen aufgebaut wird, oder wenn es kein Campingplatznetzwerk gibt, dann macht es ja auch absolut Sinn, eigentlich alles dabei zu haben, eine Waschmaschine dabei zu haben, genug Wasser an Bord zu haben, genug Strom auf dem Dach zu haben. Also das ist natürlich echt fantastisch. Ja. Und wie gesagt, dieses Raumgefühl, das finde ich immens. Also wir sind hier immer noch in einem Fahrzeug unter 6 Meter. Ja, das ist die Vorteil von Slide-Out. Absolut. Und der Lichtdesign, die Helligkeit. Ja. Und kurze Frage nochmal zum Auto. Es fühlt sich auch extrem hoch an, ne? Das liegt natürlich dann auch vorne an den Alkoven. Das ganze Fahrzeug. Wie hoch ist jetzt dieses Fahrzeug? Also über 3 Meter. Über 3 Meter, ja. Okay. Innen habt ihr sogar auch jetzt kommen wir wieder zu Details. Ne? Jetzt, meine Frau filmt ja hier und die liebt natürlich auch Haken und sowas. Und hier habt ihr natürlich auch wieder ein Detail, das ist ganz hervorragend. Oftmals wurde ich gefragt, wofür brauchst du jetzt unbedingt so ein hochwertiges Klo oder eine Nasszelle im Auto? Braucht man das unbedingt in einem Auto, was so klein ist? Aber gerade wenn man nasse Sachen hat und sowas, habt ihr hier auch dran gedacht, dass man das sogar hinhängen kann? Und das machen auch leider sehr, sehr wenige. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr toll durchdacht. Hier extra auch nochmal eine Stange, wo ich halt sehr, sehr viel Jacken, nasse Sachen hinhängen kann, zum Trocknen nochmal, nachtrocknen hinhängen kann. Ja, sehr schön. Dusche, ich stelle mich einmal, ich ziehe mal die Schuhe aus. Bitte. Ne? Ja. Das sieht so schön, ist es irgendwie Walnussholz oder so? Ja, ne? Und auch hier die Dusche, sehr, sehr hoch. Lüfter über mir zum Ablüften. Ja. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also ihr habt hier wirklich was gezaubert. Nach wie vor. Und mir gefällt es auch noch für den Preis, muss ich sagen. Oh. Ne, weil, es war ja in der Tat, hieß als Gamechanger, aber es ist definitiv den Preis wert, muss ich mal sagen. Gerade mit diesen Slide-Outs. Und jetzt schwenken wir noch einmal hier rum, denn auch das ist natürlich nochmal ein Highlight. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Fahrzeug dieses Mal dabei habt. Im letzten Fahrzeug gab es irgendwann mal so eine Kino-Variante, wo die Leinwand runtergerollt ist. Ein Projekt, ja. Genau. Braucht man gar nicht. Ihr habt hier einen riesen Fernseher verbaut. Ja, das ist eine Variante von einem anderen Modell davon. Ja. Diese Struktur ist schon lange, über 10 Jahre in China. Also fast alle Alkoven hat sowas ausgerüstet. Weil China sehr, sehr technikaffin ist, ne? Also das Autofahren halt auch viel mehr Unterhaltungsaspekt bieten soll als simples Autofahren. Ja, wir wollen flexibel, wir wollen einfach Convenience haben. Ja. Also wie alles Handy kontrolliert. Alles bei bisschen elegant oder intelligent, so sagt man. Ja. Aber Deutsche mögen immer traditionell und praktisch sein.
Ja, ja, Knopfen, das ist schon 20 Jahre, kann man benutzen. Ja, Die, ich meine, Nachrichtigkeit ist mehr wichtiger. Auch da, ne? Du weißt, Ja. es gibt solche und solche, genauso wie die Diskussionen immer sind, braucht man jetzt unbedingt eine Küche oder nicht? Das ist für mich eine Diskussion, die steht gar nicht zur Frage. Ich finde euer Konzept super und ich brauche nicht diese klassische Küche, sondern ich kann mich hier auch hinsetzen mit einer kleinen Kochplatte. Ich sehe das schon vor mir, wie ich dann hier so einen kleinen Wok drauf habe und wie ich dann als Familienevent kochen kann. Ja. Ne? Und das ist ja großartig. Genau, ich kann das hier runterklappen. Na klar. Betten, haben wir gesagt, sind hier. Dann 4 Leute Übernachtung. 4 Leute. Ja. Genau. Und auch da wieder ein sehr, sehr großer Schlafbereich. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Wie komme ich da jetzt hoch? Es gibt eine Leiter irgendwo. Muss ich die Kollegen fragen. Ja, okay. Weil hier sind ja auch nochmal... Oder ist das hier mit dem Tritt vielleicht? Nein, ich glaube nicht. Ich muss noch mal fragen. Okay, Ja. kein Problem. Was sind dann diese ganzen Fächer hier? Hier haben wir nochmal so sehr viel... Ja, das ist okay. Access von Elektronik, Sicherung. Sicherungskasten, ja, super, genau. Ja, kann man ein Ja, bisschen nochmal genau Kartenfach, auch sehr schön. Privatgeld Ja, verstecken. Genau. Ja, genau. Alles Strauche. Ja, ups. Technik-Sachen. Ja. Ja, aber super, dass das auch so zugänglich ist. Das ist natürlich großartig. Ich komme hier überall nochmal rein. Und man sieht auch, gerade weil du es jetzt aufgemacht hast und das ja ein Thema war, dass bei China-Autos immer nur billige Komponenten verbaut werden. Ich finde hier auch gerade bei dem Verschluss schon, merkt man schon, nee, ist nicht so. Es sind halt... Reisemobil ist total verschieden wie traditionelle Autobranche. Ja. Die New Energy Systems, so wie BYD und MG, die hat also Competitor mehr in Europa und viele hat Angst. Manche, also nicht viel. Aber Reisemobil ist ein anderes Thema, weil das ist davon, wer versteht verschiedene die Kultur für das Leben. Also wir Chinesen wollen so leben. Also wir entwickeln dieses Modell für China-Markt. Dass die China-Kunden möchten gerne. Aber europäische Kunden haben eigene Kultur. Kann sein, ja, nein, aber wir wollen einfach probieren und ein bisschen locker lassen. Nee, also das ist ja, bei dir klingt das jetzt ein bisschen negativ. Es ist ein absoluter Mehrwert, weil das bereichert ja den Markt. Also dieses klassische Denken, nee, da muss ein Küchenblock sein, das muss genau so aussehen. Das siehst du hier in jedem Camper, ist immer gleich aufgebaut. Und das hat mich hier bei diesem Fahrzeug so begeistert. Ihr denkt es anders. Ja. Ne? Ja. Mit den Slideouts, allein die Idee hier, Doppel-Slideout, um das Fahrzeug zu vergrößern, zu sagen, nee, warum soll ich so eine große Küche haben? Ich habe so viel Strom an Bord, ich kann halt überall kochen, ich kann draußen kochen. Dieses andere Denken und dieses andere Umgesetzte, das fasziniert mich bei dem Auto und ich finde es nach wie vor großartig. Wir stehen jetzt hier nochmal, mir wird schon ein bisschen kalt. Guck mal, ich habe ein bisschen, man muss das mal hier, Gänsehaut. Ja. Und das ist schon was Besonderes, denn wir haben hier normalerweise gerade sehr, sehr warme Tage in Düsseldorf. Gestern waren, glaube ich, 29 Grad. Ja, ganz heiß. Aber ich werde jetzt hier gerade angestrahlt vom Klimagerät. Und auch das ist ja was Besonderes, dass ihr theoretisch mit Strom heizt und kühlt. Ja, die hat, sind sie Augen darüber, die Luftverteilung rund um das Dach. Das heißt, wenn hier Klima anmachen, wenn sie in die Nacht angeschlafen gehen, dann ist auch kühl da hinten steht. Ja. Und dieses Auto ist von China hier gefahren. In Westchina im Juni ist extrem heiß Temperatur dabei, zum Beispiel bis 60. Also die hat einen Test gemacht, ich habe ein Foto dabei. Die draußen Temperatur sind 57 Grad und da drinnen bleibt also 21, so wie jetzt angenehm. Okay. Weil wir haben viel Energie dabei und bessere Isolierung und Luftverteilungssystem. Das ist schon faszinierend und das kriegt das Auto halt mit der Batterieleistung her. Wie viel, hatten wir das gesagt, wie viel Batterie hier nochmal verbaut war? 800 Ampere. 800 Ampere. Und wie viel Solar ist auf dem Dach? Dieses Modell 1200. 1200 Watt Solar. Ja. Gut, ich meine, das Auto ist natürlich auch, ich sag mal, so gebaut, dass es relativ viel Energie braucht, aber natürlich mit so einer Leistung dann auf dem Dach steht die auch zur Verfügung. Großartig. Ja. Ja, wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut und vom Dekor werden ja wahrscheinlich auch noch
unterschiedliche Varianten möglich sein, ob man jetzt das Weiß mag oder nicht. Es ist Geschmackssache, ob man jetzt das Dekor vom letzten Jahr mehr mag. Ich weiß nicht, wie viele Dekorvarianten habt ihr vor rauszubringen? Momentan haben wir Minimum 4 Varianten, das Kunden auswählen kann. Für Ja. die Kunststoff, Sitz, Farbe, Material und die Holzgeschichte. Okay. Ja, aber Und- es ist einfach flexibel in China. Ja, super. Wenn du was irgendwo speziell gewünscht, können wir machen. Genau. Mikrowellengrill kann man ja noch mal kurz zeigen, hatten wir im letzten Video schon erklärt. Braucht man gar nicht hervorheben. Wenn ich jetzt hier als YouTuber nicht alles aufgefasst habe, nicht alles erzählt habe, dann ist das nachvollziehbar, weil hier ist so viel verbaut, hier sind so viele tolle Sachen. Wahrscheinlich habt ihr hier auch wieder euer 7-Kamera Rundumsystem verbaut. Überwachungssystem. Genau, also man kann das gar nicht alles aufzählen. Aber für die Leute, die das wissen wollen, die finden das wahrscheinlich alles dann bei La Marca raus, oder? Genau. Mittlerweile. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch bedeutend einfacher, weil im letzten Jahr, da war die Seite noch nicht in Englisch übersetzt. Jetzt kann man es höchstwahrscheinlich in Deutsch schon alles nachlesen und sich informieren. Ja, dauert ein bisschen, aber wir sind unterwegs. Alex, wow. Also ich bin nach wie vor begeistert. Das ist mein Lieblingsfahrzeug. Ja. Nicht nur hier auf der Messe, sondern grundsätzlich, was ich gesehen habe. Weil ich finde, gerade auf dieser kleinen... Und ich habe selber mal ein Auto unter 6 Meter ausgebaut. Ja, VW? einen Sprinter. Ah, okay, gut. Aber was ihr hier geschaffen habt auf der Fläche, das ist einfach unfassbar. Dieses Raumgefühl ist hier so geil. Das gefällt mir wirklich, wirklich richtig gut. Vielen, vielen Dank, dass du uns das Auto nochmal gezeigt hast. Dafür nichts. Klasse, super. Ja. Okay, tschüss. Hast du noch mal so für Küche? Einen kleinen Müll haben sie nur, ne? Ja. Also Müll ist vielleicht ein Thema. Ach so, aber hier, die Schubladen, das ist auch ganz witzig. Hoppala. Die gehen dann draußen? Die gehen nach draußen und nach drinnen. Also die Schubladen kann ich zu beiden Seiten öffnen, das ist auch sehr witzig. Aber jetzt habe ich natürlich das andere Gequatsche auch von ihm. Oh. Alter, fühl mal. Was ist das? Ach, die haben hier so eine Kompositplatte, ne? Aber das ist oben, ist das. Ja, das ist so ein Kunststein. Ja? Wahnsinn. Also was das an Gewicht Aber hier. hier hast du eine Schneidebrett. Da ist ein Schneidebrett, genau. Und hier sieht man auch schon, dass sie unterwegs waren. Jetzt muss ich mal die Mikros ausmachen. Ich war letztes Mal auf dem Caravan Salon so begeistert von diesen China-Autos. Ich glaube, man hat es in den Videos auch gemerkt und gespürt und ich habe es auch oft genug gesagt. Und jetzt habe ich ja Susi mit dabei. Und jetzt ist alles anders, oder? Nee, jetzt sollst du mir mal erzählen, wie ist denn so deine Stimmung? Wie findest du das denn? Ich kann es jetzt besser nachvollziehen. Also wir haben uns heute hier 2 Autos angeguckt, auch mit 2 Mitarbeitern hier gesprochen. Der eine Mitarbeiter, das ist der Alex, der arbeitet als Partner mit La Marca zusammen. Die machen hier den Vertrieb in Deutschland. Und der hat uns ein Auto erklärt, das war sehr spannend, da so ein bisschen Insight zu hören, wie das Ganze hier so aufgebaut ist. Und das zweite Gespräch war mit einem Designer von Deddle. Den haben wir in einem anderen Auto kennengelernt. Der hat uns dann da was erzählt. Und Du hast gesagt, der hat sich so ein bisschen versteckt, ne? der hat sich ein Aber bisschen, er ist uns nicht gekommen, ne? Genau. aber dann haben wir ihn gefunden Ja. und haben uns nett unterhalten. Und irgendwann meinte Marco, du sag mal, können wir das auch noch mal auf Kamera haben? Weil die Geschichte dahinter ist so spannend. Ja, habt ihr ja gesehen. Nee, die können wir kurz nochmal abreißen. Ich weiß gar nicht, ob wir da vielleicht ein gesondertes Video von machen. Ja. Der Designer, wir haben ihn kennengelernt und er hat halt gesagt, er ist früher Camper gewesen. Er ist früher mit seinen Eltern campen gewesen. Genau. Und hatte hat da halt so Leidenschaft fürs einige Campen. Genau. Herausforderungen feststellen müssen. Und war Kunde. Ja, und bei hat Deddle. sich so ein Auto gekauft und hat gesagt, oh Gott, da muss man viel besser machen. Oh Gott, hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ich habe Ideen, wie man es anders und besser machen kann. Und dann ist er zu Deddle hin und hat gesagt, ich würde das gern so machen. Und dann ist er Mitarbeiter geworden und designt jetzt hier diese Autos. Und ich finde, er macht das sehr gut. Und er hat es auch fantastisch erklärt, weil wenn man jetzt hier so in das Auto reingeht, ne, dann guckt man sich das Dekor an und denkt so, ja, okay. Ne, und die Sitzgruppe ist ein bisschen anders, die Schlafplätze. Aber das ganze System dahinter, das verstehst du nur, wenn es dir mal jemand in Ruhe erklärt. Und das hat er gemacht. Und deswegen, ich bin da auch recht euphorisch. Das ist
tolles Auto, eine tolle Marke. Mal schauen, wie sie sich etablieren. Und was man auch sagen muss, diese Jungs sind alle super sympathisch, super Mega nette. nett, ja. Also Nehmen sich Zeit Ja. und ich glaube, das ist auch richtig so, weil viele noch Vorurteile einfach haben gegenüber China. Verständlich, das ist wirklich sehr weit weg von uns. Ich habe mal ein halbes Jahr dort gelebt. Das ist so ein bisschen, du ziehst von der Erde auf den Mars. Und deswegen ist es umso besser, dass die Mitarbeiter sich hier die Zeit nehmen und das auch wirklich erklären. Und ich hoffe, wir können das mit Hilfe unserer Videos auch so ein bisschen rüberbringen, dass es eben nicht billig, schnell ist, sondern da hat jemand wirklich ganz viel Grips reingesteckt und auch selber getestet. Genau, ist ein bisschen Liebe mit drin und halt natürlich unter den Bedingungen, da will ich hier mal einen anderen europäischen Fahrzeughersteller sehen, der da bei, was hat er gesagt, 80 Grad. Ja, die sind in die Wüste gefahren, haben Extremtest gemacht bei 80 Grad, Ja. um zu gucken, ob das Fahrzeug innen noch kühl bleibt. Ja. Gut, ich meine, wir haben in Europa nicht diese Klimabedingungen, aber was die mit diesen Autos da testen, das ist unfassbar. Ja. Die haben halt die Klimabedingungen, die haben die unterschiedlichsten Zonen von extremer Hitze bis extreme Kälte. Er selber, alles der und- Designer, kommt selber aus einer Region, wo du über 2 Monate 40 Grad hast und wenn du da campen gehen willst, das muss schon anders laufen. So. Und mit diesem Mindset ist er dann auch in die Entwicklung gegangen. Er hat gesagt, ich möchte es komfortabel und sicher haben. Und so wurde dieses Auto dann auch designt und umgesetzt. Genau, wir haben ganz kurz noch über Preise gesprochen, weil in der Tat natürlich letztes Jahr Goldgräberstimmung war und jeder gesagt hat, boah, Alter, für 80.000 Euro kaufen wir auf jeden Fall. Genau. Klar, also das hat natürlich einen Einfluss, dass die Dinger jetzt hier an den europäischen Standard angepasst wurden. Es hat einen Einfluss, dass natürlich ein TÜV drauf gucken will, dass die Abgaswerte stimmen müssen, all das. Dass Service mit angeboten wird, Genau. dass du jemanden hast, den du anrufen kannst, wenn dann doch mal irgendwie Probleme auftreten. Und natürlich die Entwicklung, die dort weiterhin reingesteckt wird, die kostet auch. Und das ist egal, in welchem Land du bist, wenn du ein Produkt weiterentwickelst, dann muss da erstmal Geld reinfließen. Wenn sich das Ganze mit den Jahren etabliert, so ist die Aussage gewesen, eben von dem Mitarbeiter, dann wird sich das wahrscheinlich auch ein bisschen im Preis, im geringeren Preis niederschlagen. Aber das muss man jetzt gucken, wie sich die nächsten Jahre Genau, das weil die haben jetzt eine Abteilung, die sich halt um Europa kümmert und die europäische Entwicklung vorantreibt. Genau. Ne? Und das, klar, kostet bei jedem Hersteller Geld, ist so. Ist hier genauso. Aber ich glaube, mit 2 Slide-Outs für, ich glaube, angefangen hat er gesagt, 149.000 Euro, Genau. ist das trotzdem, was da alles drinsteckt. Ja. Ne? Also es ist Wahnsinn. Ja. Trotzdem Wahnsinn, finde ich. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Klasse, vielen Dank. Schön, dass euch das Thema auch so interessiert wie uns. Und, ja. In diesem Sinne, ne? Haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Video, macht es gut. Tschüssikowski.